Hallo ihr Lieben, diesmal nochmal mit Ton und heute habe ich mir vorgenommen, ein paar Karten zu drucken und ich habe hier Klappkarten gekauft, so Rohlinge, einmal aus Naturkarton, also Kraftkarton und einmal so etwas getöntes Weiß. Die tue ich jetzt erstmal zur Seite. Denn die sollen ja nicht schmutzig werden. Also was ich noch brauche, ist halt meine Gelatineplatte. Die habe ich hier schon so ein bisschen auf dem Papier befestigt. Ja, ein bisschen festgeklebt, damit sie nicht rutscht. Und ich habe hier auch in der Größe der Karte, die zu drucken ist, schon mal hier eingezeichnet, wo ich ungefähr meine zu druckenden Karten positioniere. Dann brauche ich einmal diese Gummiwalze, kennt ihr auch vom Linol-Druck. Ich brauche als Farben Acrylfarben, verschiedene, ihr könnt euch welche aussuchen, wie ihr wollt. Ihr braucht aber auf jeden Fall auch ein deckkräftiges Weiß dazu. Dann brauche ich natürlich das, was ich drucken will. Und da habe ich mir etwas aus dem Garten geholt und auch von der Wiese ein paar Gräser. Die lege ich jetzt auch schon mal ein bisschen beiseite. Und ich brauche als Schmierpapier sozusagen ein paar Seiten Zeitung. Die habe ich mir schon so ein bisschen zurechtgeschnitten. Dann habe ich hier auf dieser Seite neben meiner Druckplatte ein Papier, wo ich die überschüssige Farbe von der Walze abrolle, damit die nicht so verklebt. Ja, und dann habe ich noch meine Babyfeuchttücher für alle Fälle. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Und ich wollte es heute mal ein bisschen systematischer angehen. Also ich zeige euch jetzt nicht so viele, aber ich zeige euch das Schritt für Schritt und systematisch. Und ich hoffe, dass es auch klappt, so wie ich mir das vorstelle. Also, wir wählen als erstes einmal eine Farbe aus. Und wenn wir jetzt überlegen, welche Farbe brauchen wir zum Beispiel für diese etwas dunkleren Karten, da beginne ich gerne mit einer dunklen Farbe. Und ich suche mir jetzt einfach mal was aus dem Bauch raus. Meistens mische ich dann zwei Farben. Dann nehme ich dieses Mal vielleicht ein Ultramarin oder vielleicht dieses hier. Das ist ein Lasur Cyan. Das ist ein etwas kühleres Blau. Das war jetzt eigentlich schon fast zu viel. Also man braucht eigentlich sehr, sehr wenig Farbe. Und man könnte jetzt das zu viel an Farbe mal wieder so ein bisschen zur Seite tun. Dazu bräuchte ich noch ein Werkzeug. So, dann nehme ich meinen Pinsel und damit entferne ich mal das zu viel. Das können wir vielleicht gleich noch brauchen. Und streiche das mal hier auf das Papier. Und hier habe ich einen Sienna gebrannt. Das ist eine transparente Farbe. Eine meiner Lieblingsfarben unter anderem. So, die beiden werde ich jetzt mischen. Und das passiert ganz einfach mit der Gummiwalze hier auf der Platte. Und ich kann jetzt auch eine Fläche auswalzen, die etwas größer ist als die Karte, die nachher da drauf kommt. Und das ist jetzt schon relativ viel Farbe. Also nehme ich das, was ich jetzt hier an der Walze habe, das streiche ich einfach mal auf dem Papier ab. Und nehme mit der Walze noch mal ein bisschen Farbe runter, damit das nicht so kompakt wird. Ich mag es gerne, wenn es ein bisschen transparent ist. Wir müssen ein bisschen flott arbeiten, weil die Farbe trocknet schnell. Heute ist es zwar nicht so warm und auch ein bisschen regnerisch. Von daher ist das nicht ganz so kriminell. Wir nehmen einfach mal diese beiden. Und wir legen mal als erstes unsere Karte auf und klappen die mal auf. Also das wäre jetzt halt die Vorderseite, also werden wir diese Seite
da drauflegen und ich orientiere mich jetzt, ups, da ruft jetzt jemand an, das stört mich aber nicht, orientiere mich mal hier dran, hört gleich auf, ganz von alleine. So, und um das anzudrücken, lege ich jetzt eins von diesen Schmierpapieren darauf und versuche das möglichst gut hier gleichmäßig anzudrücken. Das wird jetzt erstmal so eine Art Umriss, was wir gleich sehen werden. Das kann ich jetzt schon mal so langsam abziehen. Ihr seht, so rundherum hat das Schmierpapier die Farbe schon von der Platte runtergenommen. Jetzt müssen wir aber trotzdem relativ vorsichtig sein, dass wir nicht mit farbigen Händen auf unsere Karte kommen. Wir können die auch mal ein bisschen aufklappen und können dann hier noch mal so ein bisschen drücken. Das ist ja ein bisschen dicker, die Stängel, dass da auch das Papier rechts und links von den Stängeln und um die Blattform herum Kontakt mit der Platte bekommt. So, ich glaube, jetzt können wir das abziehen. Ja, hier unten können wir noch mal um den Stängel. So, das ist jetzt unser erster Abzug. Das heißt, das ist noch relativ grob. Und das legen wir jetzt mal beiseite. So, das ziehen wir mal ab. Und das ist schon viel feiner. Ihr seht, wie genau diese Einzelheiten hier abgebildet sind. Wenn ich das jetzt direkt abdrucken würde auf ein weiteres Blatt und es ist noch nass genug, dann funktioniert das auch. Aber ich möchte es diesmal genau auf dieses Blatt drucken. Und dazu muss ich es erst trocknen. Das heißt, ich nehme einen Föhn, stelle ihn auf kalte Stufe, sonst wird die Platte Schaden nehmen, und föhne das erstmal trocken. Das lege ich mal fort, sonst fliegt mir das gleich um die Ohren. So, ich gehe mal ein bisschen näher ran, damit ihr auch seht, wie filigran das jetzt ist eigentlich. So, und das ist jetzt quasi eine Zeichnung, die da auf der Platte schon drauf ist. So, ich kann jetzt mal vorsichtig fühlen. Ja, das fühlt sich jetzt relativ trocken an. Und ich möchte das jetzt abnehmen mit einer Schicht Farbe. Und dazu nehme ich einfach mal weiß, weil man muss sich vorstellen, das, was ich jetzt darüber walze, das wird nachher der Hintergrund, weil die Karte, Moment, wo ist sie? Oder? Die kommt ja gleich so da drauf. Ne? Also ich walze erst das Weiß darüber und das muss schnell gehen. Also das Weiß ist feucht. Die Karte kommt drauf und dann wäre ja jetzt hier unten drunter erstmal das Weiß, das wird der Hintergrund und das ist oben drauf. Das ist also praktisch die Zeichnung, die ganz oben als oberste Schicht kommt. Okay, ihr werdet das gleich sehen. Das hört sich ein bisschen kompliziert an, aber eigentlich ist es relativ einfach. Ich gebe mal ein wenig Farbe drauf, weil die Schicht, die jetzt kommt, die wird dünn aufgetragen, also relativ transparent. Die ist ja noch feucht und die löst praktisch diese feine, diffizile Zeichnung wieder ab und bindet sie als Kleber praktisch an die Karte. Also die löst das wieder ab und deswegen dürfen wir auch nicht zu viel hin und her reiben, sondern ganz vorsichtig auftragen. Hier sieht man, das ist ein bisschen transparent und das ist gut so. Das soll ruhig transparent sein, man kann es noch ein bisschen transparenter machen. So, jetzt kommt unsere Karte. Wir sehen ja jetzt auch die Ränder noch und können das praktisch da genau noch drauf machen. Wir müssen nur gucken, dass wir es richtig rum machen. Genau. So. Und dann kommt wieder ein Schmierpapier drauf und wir können es andrücken. So.
Jetzt habe ich leider die Todesanzeigen, das ist jetzt nicht ganz passend. Okay. Ich bitte es denjenigen, die betroffen waren, es ist schon eine alte Zeitung, zu verzeihen. So. Das haben wir jetzt fertig. Das legen wir jetzt auch mal zum Trocknen. Das Schmierpapier kann man später wiederverwenden, wenn das ein bisschen angetrocknet ist. Und dann kann man das ruhig mehrmals verwenden. Und jetzt ziehen wir das ab. Und jetzt sehen wir, also das ist ganz schön geworden. Ein zarter, heller Hintergrund mit der Tönung dieser Farben noch im Hintergrund. Das scheint ja ein bisschen durch. Und im Vordergrund halt diese Zeichnung. Wir machen das Ganze vielleicht nochmal, aber ein bisschen anders. Das lassen wir jetzt einfach mal drauf. Das ist so ein Hauch von Farbe, der da noch auf der Platte geblieben ist. Und wir walzen wieder mit einer dunklen Farbe ein. Wir nehmen diesmal ein bisschen was anderes. Wir nehmen mal ein Pinksgrau, auch wenig. Und nochmal ein Blau. Beides wieder transparente Farben. Ihr könnt es auch mit deckenden Farben machen, das geht auch. Und das walzen wir wieder aus. Wir variieren das Ganze jetzt ein bisschen. Das war jetzt einfach zweimal auf dieselbe Karte hintereinander gedruckt. Ne? Und jetzt machen wir das mit zwei verschiedenen Karten. Also das ist unser Untergrund. Wir legen wieder unsere so ein bisschen schräg. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Hier sowas Filigranes vielleicht dazu. Ja, das drückt sich gleich drauf. Ne? Haben wir noch irgendwas, was da gut reinpasst? Sonst wird es vielleicht zu viel. Wir lassen es mal so. Wir lassen es mal einfach so. Gut, wir wählen diesmal eine helle Karte aus. Wieder gucken. So, ist richtig rum. Also so legen wir sie auf. Gucken wieder auf die Registrierung. So. Dann kommt eine neue Zeichnung. Ja. Neues Schmierpapier. Oh, da bin ich mit dem Schmierpapier schon irgendwo reingekommen. Das können wir jetzt nicht mehr nehmen. Und ich habe meine Hände schmutzig. Das heißt, ich muss erstmal meine Hände sauber machen. Gut, dass das jetzt passiert. Dann sieht man, sehr aufmerksam arbeiten, weil wenn ich da nur mit einem ganz kleinen bisschen vom Blau an die Karte komme, kann ich die Karte wegschmeißen. Alternativ könnt ihr natürlich auch extra Papiere bedrucken und die gelungenen nachher auf die Karte kleben. Das ist eine zweite Lösung. Das ist mir jetzt ein bisschen zu kompliziert, also mache ich mir jetzt erstmal schnell die Hände sauber. Und dann geht's weiter. So. Sauber und trocken. Jetzt kommt hoffentlich ein sauberes Schmierpapier, ja. Und das drucken wir jetzt drauf. So, mal um die Karte rum schon gucken, dass da alles schön angedruckt ist, drückt ist. Das machen wir jetzt mal ab. Ihr seht, wenn wir ein bisschen länger warten, dann trocknet hier die Farbe schon ein. Dann kriegen wir die gar nicht mehr ganz runter. Das macht aber nichts. So, das Schmierpapier schmeißen wir jetzt mal weg. So, jetzt klappe ich das nochmal auf und drücke das nochmal so ein bisschen an. Ihr kennt das ja schon von eben, vom ersten Druckdurchgang. So, jetzt heben wir es ab und da seht ihr, das ist eigentlich auch schon ganz schön, aber wir wollen da gleich noch ein bisschen weiter was machen.
Das legen wir zur Seite, das kann ein bisschen trocknen. Die werden jetzt ganz vorsichtig da abgenommen. So, und man sieht wieder ganz schöne zeichnerische Elemente. Das wird wieder getrocknet. So, wir probieren mal, ob es trocken ist. Ja, es scheint trocken zu sein. Und wir können es wieder mit einer hellen Farbe abnehmen. Wir können es mit Weiß abnehmen, wir können es auch mit Elfenbein abnehmen. Ich nehme nochmal das Weiß. Und diesmal drucken wir das auch nicht über den ersten Abdruck, sondern wir nehmen eine saubere Karte dazu. Aber erstmal wird das eingeweißt, vorsichtig. Wie gesagt, nicht so oft drüber, sonst löst sich das alles wieder an. So, jetzt kann man schon durchsehen und dann ist eigentlich schon genug. Wir nehmen jetzt noch mal eine neue, eine frische Karte. Also eben haben wir das ja über diesen Erstdruck hier drüber gedruckt. Jetzt drucken wir es auf eine frische Karte. Das ist unsere frische Karte. Und die kommt jetzt hier drauf. Die ist eine Nummer kleiner, ist ein anderes Fabrikat, macht aber nichts. So, wir brauchen wieder eine ganz saubere Seite hier. Da ist eine saubere Seite. Drücken wir das an und reiben es schön an und hoffen, dass es überträgt. So. Schauen wir mal, ob es kommt. Ja, hier können wir noch ein bisschen die Ecken so ein bisschen rausmachen. Von der Platte. Jetzt können wir auch noch mal hier vorsichtig, also Vorsicht mit dem Klappen, ne, weil hier ist noch Farbe drauf, sonst habt ihr die Rückseite auch schon irgendwie unfreiwillig bedruckt. Man kann natürlich auch bei einer Klappkarte beide Seiten bedrucken, das geht natürlich auch. Dann hat man ein etwas größeres Bild. Ich habe jetzt nur mal eine Seite bedruckt. So, wir ziehen ganz vorsichtig ab. Und das sieht ja wirklich dann nach einer Zeichnung aus. Und ich finde, das, was von dem vorherigen Druck noch drauf ist, diese bräunliche Kriselierung, was da im Hintergrund ist, das macht das Ganze noch ein bisschen interessanter. Ja, das war die zweite Version. Jetzt haben wir aber noch, und das wollte ich euch dann auch zeigen, das hier. Das haben wir ja noch übrig. Und da wollte ich jetzt noch einen weiteren Druck drüber legen. Das heißt, ich überlege mir jetzt mal, welche Farbe könnte es sein. Es könnte etwas Helleres sein, weil da ist ja schon dunkel. Es könnte etwas Wärmeres sein. Also etwas Helleres und etwas Wärmeres. Und wir können mal hier mit dem Goldocker probieren. Das ist auch eine transparente Farbe. Und das mischen wir mal mit ein bisschen Weiß oder mit ein bisschen Elfenbein oder mit einem bisschen Elfenbein und einem winzigen Tick Grün, grün nicht, blau. Dann wird es auch teilweise ins Grün gehen. Aber wirklich nur wenig. Ihr müsst das einfach ausprobieren, welche Farben ihr am liebsten nehmt. Ne? Also das mischt sich jetzt alles so ein bisschen. Ist natürlich auch wieder viel zu viel Farbe. Was zu viel ist, rolle ich hier auf meinem Papier ab. Und dann gehe ich nochmal drüber. Dann wird es noch ein bisschen weniger, ein bisschen zarter. So könnte es bleiben. Ihr seht, die Farbe ist gar nicht
Jedenfalls auf der Rückseite sieht es so aus, als ob sie nicht richtig verteilt ist. Und mal gucken, wie es dann nachher von der Vorderseite aussieht. Wir legen jetzt nochmal hier so ein bisschen was auf. Das und vielleicht etwas das hier. Was Dünnes, ne? Kann auch noch ein dickeres Blättchen können wir auch noch dazu legen. Haben wir dann hier noch die dickeren Blättchen. So, vielleicht ist es auch schon zu viel, ich weiß nicht. Wir werden es sehen. So lasse ich das mal. Und jetzt nehmen wir unsere Karte. Allzu lange sollten wir nicht warten. Jetzt muss ich nur wissen, wo ich meine Karte hingelegt habe. Da ist sie. Jetzt aber Flottikowski. Vielleicht ist es schon ein bisschen zu trocken. Ich will es nicht hoffen. So, das ist unser Schmierpapier von vorhin. Und dann nehmen wir mal jetzt einfach die andere Seite. Und drucken das mal. Und hoffen, dass es nicht schon zu trocken war. Also am besten immer, bevor man das druckt, alles schon wirklich parat haben für jeden einzelnen Druckvorgang, weil das wirklich sehr, sehr schnell trocknet. So. Weg. Das auch. Jetzt drucken wir hier noch mal ein bisschen die Stängel herum und hoffen, dass alles gut überträgt. Und toi, toi, toi. Ja. Und da sieht man, durch diese Überlagerung gibt es wirklich schöne Effekte. Und das ist besonders schön, wenn man dann auch ganz feine Verästelungen hat. Ja? Okay, das war die dritte Version. Und das ist eigentlich schon das, was ich zeigen wollte. Jetzt hier nochmal die Ausbeute der heutigen Session. Ich zeige euch dann nochmal alles, was so entstanden ist. Und ihr werdet die vom Anfang natürlich alle wiedererkennen. Das ist jetzt so ein alter Rahmen, der ist auch nicht mehr ganz in Ordnung. Aber nur mal um zu zeigen, na, der hat jetzt kein Glas, aber die passen natürlich wunderbar hier rein. Wenn man jetzt die hier, kann ja die hier so draufkleben und dann hat man eine wunderschöne Zeichnung. Und das ist dann praktisch ein doppeltes Geschenk. Man kann den Rahmen ja dazu schenken. Okay, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, zum Abschluss noch ein kleiner Tipp von mir. Also ihr macht ja eure Platte auch im Anschluss oder zwischendurch auch immer schön sauber. Und das kann man ja am besten mit einem Lappen und ein bisschen Spüllauge machen oder halt auch mit einem Babytuch. Und man kann immer ein bisschen Geschirrspülmittel und ein bisschen Wasser dran tun und dann geht das gut ab. Aber was bleibt, sind halt hier so Reste von meinen Zeitungen, die ich immer als Schmierpapier nehme. Also die Druckerschwärze. Manchmal ist die Platte auch so ein bisschen verfärbt, also Blautöne bleiben manchmal daran kleben. Und die kriegt man halt mit Wasser und Seife sehr, sehr schlecht wieder ab. Und da kann man bei dieser Platte auch gerne ein bisschen Öl nehmen. Das gibt man an ein Tuch. Und dann kann man darüber wischen und dann, wie ihr seht, geht die Druckerschwärze auch wieder ab und die Platte wird total clean.
Ja, und wenn ihr dann nachher darauf drucken wollt wieder, dann müsst ihr die natürlich wieder entfetten, weil die Acrylfarbe ist ja wasserlöslich und die würde dann abgestoßen von der Oberfläche. Das heißt, ihr müsst die erstmal in eure Spüle tun und macht euch da ein bisschen Spülwasser drin. Kaltes, nicht zu warm, ne? Also schön kühles, kaltes Spülwasser. Und dann gebt ihr die Platte rein und dann könnt ihr vorsichtig die nochmal abwischen und dann ist das Fett auch wieder entfernt. Dann wird die ganz vorsichtig abgetrocknet und ihr seht, hier geht die Druckerschwärze super ab. Wenn ihr das vermeiden wollt, wenn ihr keine Druckerschwärze drauf haben wollt und nicht immer sauber machen, dann könnt ihr natürlich als Schmierpapier auch Butterbrotpapier nehmen. Das funktioniert super. Und dann müsst ihr das nicht immer so sauber machen. Mich stört das jetzt nicht. Ich lasse das auch manchmal drauf und entferne das nur von Zeit zu Zeit. So, jetzt ist sie fast wieder sauber. Die Rückseite müssten wir dann auch noch mal machen und die Ränder. Aber es ist fast schon wieder in Ordnung. Bis demnächst. Viel Spaß dabei.